Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Wohnmobil Privat mit Vermietung. Mein Name ist David und heute geht es mal um die Kalendereinstellung für eure Vermietungen bei Paul Camper. Wie kann man das optimieren? Wie mache ich das? Ich zeige euch das näher. Bleibt dran. Bis gleich. So, dann schauen wir uns doch die Kalendereinstellung bei mir mal an, so wie ich es auch empfehle mit dem Flex-System. Ihr seid jetzt erstmal hier im Bereich Mein Camper. Dann geht ihr natürlich auf den Bereich Kalender. Und dann öffnet sich euer Kalender, so wie ihr ihn, denke ich mal, auch grundsätzlich seht und kennt. Man sieht hier die Buchungen, die schon anstehen, die gemacht wurden. Man sieht auch hier grau hinterlegt ein blockierter Bereich, wo ich für mich auf jeden Fall vorhabe, zwingend selbst zu benutzen auch. Und jetzt könnt ihr hier oben über Verfügbarkeit und Saisonzeiten, kennt ihr, denke ich mal auch. Wir gehen mal auf Saisonzeiten. Das im Kalenderbereich, das dauert immer einen kleinen Moment. So, jetzt seht ihr hier schon, bei mir sind hier oben schon verschiedene Farben mit verschiedenen Preisen hinterlegt. Und genauso schön sieht man das auch im Kalender. Das heißt, man sieht hier schon, wann ich welche Preise nehme und die auch flexibel eingestellt habe. Jetzt gehen wir mal hier auf den Bereich Preise und Mietdauer. Ja, denn da könnt ihr entscheiden, welches System, welches Kalendersystem ihr selber verwenden wollt. Dauert wieder einen kleinen Moment. So, hier seht ihr schon, ihr könnt das Einpreissystem, Dreipreissystem oder das Flexpreissystem nehmen und auswählen. Das habe ich genommen und das empfehle ich auch immer wieder. Unabhängig davon, was jetzt hier oben steht, das ist egal. Wenn man hier anfängt, Sachen zu ändern und zu verschieben, dann kann das auch sein, dass dieser Preis, dieser Sinn des Preises nicht unbedingt zu dem Wort hier passt. Ne? Also normalerweise müsste jetzt hier eigentlich die Hochsaison mein Hauptpreis sein. Aber das ist vollkommen unerheblich, das wird auch nirgendwo dem Kunden angezeigt oder was. Wichtig ist, dass ihr irgendwo einen Bereich habt, wo ihr für euch entscheidet, das ist jetzt mein Bereich für die Ferien zum Beispiel, ne? Hauptsaison, Hauptnachfrage, das ist jetzt dieser Bereich. Ne? Ich müsste das alles mal umstellen, könnte ich machen, aber es ist nicht unbedingt notwendig, weil man müsste ja dann im Kalender das auch alles dann umstellen. Ne? Ist nicht zwingend notwendig. Ihr seht hier schon mal einen wichtigen Punkt, nämlich egal was ich nehme, egal welche Saison ich einstelle, bei mir gibt es immer nur, also mindestens 6 Nächte, also unter 6 Nächte, also 7 Tage gebe ich mein Mobil gar nicht raus. Der Hintergrund, erkläre ich ja auch in einigen Videos, ist der Aufwand, den man hat und der Nutzen, den man hat. Ne? Wenn der Aufwand zu hoch wird für zum Beispiel eine kurze Mietzeit, ein Wochenende oder ne, so ein langes Wochenende, dann habt ihr natürlich denselben Aufwand, ob das jetzt die Reinigung ist, die Vorbereitung, das Waschen oder was, ne, was ihr extra macht zur Übergabe oder aber auch natürlich die Übergaben an sich. Der Zeitaufwand wird dann so hoch, dass die Rendite nicht mehr stimmt und es eigentlich keinen Sinn mehr macht. Ne? Wenn man das natürlich als Hobby betreibt oder da eine andere Einstellung hat, jeder kann das selbst entscheiden. Bei mir ist es so 7 Tage. 6 Nächte. Ne? Und was ihr auch gleich seht bei diesem Flex-System, ihr seht hier gleich hier unten Versicherungsgebühren und die Paul Camper Provision von 15% in Zahlen umgerechnet. Das heißt, ihr seht sofort, ach, wenn ich jetzt hier 119 Euro einstelle, dann bezahle ich das und das, beziehungsweise das und das geht ab und die 72,25 Euro bekomme ich pro Nacht ausgezahlt. Ne? Also schon mal im Bereich Kalkulation und Planung ist diese Einstellung schon mal sehr interessant, weil man da schon mal nachschauen kann, was würde denn rumkommen. Wenn ihr hier was ändern wollt, dann geht das auch nur, ihr seht, das ist jetzt hier unten nicht anklickbar, dann geht das auch nur, wenn man jetzt beispielhaft mal hier ja, was ändert, dann kommt man dann wird das wirklich ergänzt. Und dann kommt man auch automatisch auf den Kalender wieder zurück. Wir waren ja eben in diesem Bereich, also wenn ihr nichts ändert und wollt wieder zurück, dann geht ihr einfach wieder auf Kalender, da kommt ihr wieder in diesen Bereich. Jetzt seht ihr hier oben auch die Farben, die jetzt bei mir vermeintlich nicht unbedingt passen zu diesen Saisonangaben, ist aber unerheblich, weil ihr tragt das hier ein, farblich, und das muss einfach zu euren Zahlen passen. Ne? Ich könnte das auch mal alles umstellen, aber ja, in der neuen Saison kann man das dann mal anpassen. Wichtig ist, ihr könnt hier wirklich schön auch euch die Preise anzeigen lassen. Hier seht ihr das.
und da habt ihr sofort komplett den Überblick. Und hier merkt ihr jetzt schon, wenn man das so macht, dann, was da oben jetzt steht, ist unerheblich. Eure Farben und eure Preise müssen zu dem passen, was ihr in dem Moment vorhabt. Und ihr seht hier schon, ich habe hier im Februar und im März das eigentlich auf 109 Euro, was sowieso eigentlich auch in der jetzigen Zeit ziemlich hoch ist, würde ich mal behaupten. Also wenn ich jetzt hier aktiv das wollte, würde ich schon in Richtung 99 Euro auf jeden Fall gehen. Aber so richtig will ich eigentlich jetzt gar nicht auch vermieten, habe ich für mich so ein bisschen beschlossen, weil es jetzt auch nicht so unbedingt Sinn macht und man flexibel gucken müsste, wie die Frostphase gerade ist. Habe ich auch ein Video zu gemacht, im Winter vermieten, ja, nein, muss jeder für sich entscheiden, muss jeder für sich kalkulieren. Hier seht ihr schon, habe ich umgestellt auf 120 Euro, weil der Hintergrund, Ende März ist es natürlich schon eine Jahreszeit, da kann es schon wärmer werden, die Sonne kommt raus, es wird schon interessanter auch für Kunden, da mal loszufahren. Ne? Deswegen kann man da schon ein bisschen die Preise anpassen auf die Nachfrage. Hier seht ihr Osterferien, da ist natürlich die Nachfrage sehr hoch, auch wenn ich bis jetzt noch keine Buchung habe, hoffen wir, das kommt noch. Aber ihr seht ja schon, da habe ich 149 Euro drin stehen. 149 Euro ist natürlich auch ein Wort, das geht natürlich auch nur im Moment, weil wir gerade durch Corona diese spezielle Situation haben, dass wir eine sehr hohe Nachfrage haben und es für sehr viele interessant ist, mit dem Wohnmobil Urlaub zu machen und eins zu mieten. Aber ganz klar, Angebot und Nachfrage, je nachdem, wie das gerade in der Saison so steht, so könnt ihr eure Preise natürlich auch anpassen, damit das für euch auch Sinn macht. Ja? Also das sind Ostern. Ferienzeiten, hier ist wieder so eine Zwischenzeit, da habe ich die 120 Euro drin oder die 119, ich habe es ja eben mal kurz angepasst. Und dann seht ihr hier wiederum, das sind Ferien. Das sind jetzt 9 Wochen sogar. Warum sind das 9 Wochen? Wir haben natürlich die 9 Wochen Ferien, aber ich sage ja immer wieder, es macht Sinn, auf die Nachbarbundesländer auch zu achten mit den Ferien oder aber sogar deutschlandweit zu schauen, wer das möchte. Denn ich hatte auch schon Buchungen, ich bin ja in Mitteldeutschland, ich hatte auch schon Buchungen aus München, die sind hier hochgefahren, haben das Auto hier stehen lassen, haben dann das Mobil übernommen und sind Richtung Küste weiter. Das heißt, auch Ferien von Bayern können für mich potenziell interessant sein und dann den Preis dann vielleicht auch sinnvoll zu haben. Ja? Aber mindestens auf die Nachbarbundesländer, na, wenn ihr von der Nachbarbundesländergrenze, ich sag mal, als Beispiel 30 Kilometer entfernt seid und die haben anders Ferien wie ihr, dann seid ihr mit den 30 Kilometern natürlich noch voll im Radius dieser Mieter, ne? Also als Option. Und dann macht es natürlich Sinn, da auch ein bisschen die Ferienpreise auszuweiten auf die Nachbarbundesländer. Aber nur als Tipp. Hier seht ihr einen anderen Preis dazwischen. Das liegt ganz einfach daran, dass da ein Sonderangebot gemacht wurde über angepasstes Angebot, sage ich mal. Ne? Das kann vorkommen, wenn das zum Beispiel Bekannte sind, Verwandte oder was, ne? Man da einen Sonderpreis macht oder es sind vielleicht Stammkunden, die pauschal jedes Jahr wiederkommen, wo man sagt, ja komm, wir machen den Preis vom letzten Jahr oder was. Ne? Das könnt ihr ja alles über die Anpassung der Angebote machen. Ne? Selbst wenn die eine Anfrage gestellt haben für 149 Euro und sagen, ja, wir wollen zu der Zeit, aber wir wollen euch den Preis vom letzten Jahr, dann könnt ihr das natürlich anpassen und auch so rausgeben. Ne? Hier seht ihr nochmal den Oktober, ist eine Ferienwoche, die hatte ich mir aber schon blockiert. Das heißt, der Preis, den kann ich natürlich eintragen, ist auch sinnvoll, nicht, dass ihr die Blockierung rausnehmt, weil der Urlaub vielleicht nicht klappt von der Firma aus und da steht dann der falsche Preis drin, offen zugänglich dann für Anfragen. Ne? Also die Preise ruhig eintragen, auch wenn ihr vielleicht dort in der Zeit blockiert und selber weg wollt, weil nicht, dass ihr die Blockierung rausnehmt und dann passt es nicht mehr. Ne? Und natürlich ist es auch immer eine Empfehlung, für das nächste Jahr auch schon den Kalender zu füllen, pauschal, denn wenn eine Anfrage kommt für ein Jahr danach, weil die Leute vielleicht sich sichern wollen schon, dann habt ihr vielleicht den falschen Preis drin und müsst dann sagen, ja, ich habe da 109 Euro drin, aber eigentlich sind das 129, wie wollen wir das machen, springt ihr jetzt ab oder nicht, ist ein bisschen unangenehm, also ruhig im Voraus planen. Hier in diesem Bereich Kalenderseite könnt ihr noch die freundliche Stornierung anklicken. Da bietet ihr natürlich mehr Möglichkeiten, gibt es auch ein Video zu, mehr Möglichkeiten, dass der Kunde im Notfall Corona-bedingt zum Beispiel austreten kann, zurücktreten kann. Das kann natürlich stark dazu führen, dass mehr Nachfrage ist bei euch und mehr Buchungen gemacht werden. Das muss jeder für sich entscheiden. Ne? Hier gibt es auch den Bereich Sofortbuchung. Ja? Habe ich für mich nicht angeklickt, weil ich möchte schon noch ein bisschen selbst entscheiden und ein bisschen Kontakt haben zu den Mietern und auch ein bisschen auswählen, gerade zum Thema, wo wollen die hin, was wollen die für Strecken fahren. Das ist mir wichtig, das möchte ich vorher kommunizieren, aber grundsätzlich eure Entscheidung. Und ja, das ist zum Thema Flex-System. Hier könnt ihr eure Preise frei einstellen und gerade auf die Ferienzeiten, wo ich immer wieder sage, ist wichtig, schön anpassen.
Ja, ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen, ein bisschen was zeigen. Vielleicht kann der ein oder andere ein bisschen was optimieren. Ich freue mich natürlich, wenn ihr zukünftig dabei seid bei den weiteren Videos. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert. Außerdem ist es immer ganz schön, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst. Das ist immer eine schöne Bestätigung. Ansonsten schaut euch gerne die weiteren Videos an. Viel zum Thema Vermieten, auch was für Mieter und natürlich rund um Wohnmobil, Kastenwagen, Campen an sich. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis bald, habt schöne Reisen. Ciao, ciao.